Hi, ich bin Sandra, the Coaching Artist, und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ganz leicht 3 verschiedene optische Täuschungen zeichnen kannst, in Procreate oder einem anderen digitalen Zeichenprogramm deiner Wahl. Also, los geht's nach dem Intro. Als erstes zeichnen wir eine optische Illusion, bei der das Gezeichnete durch das Kippen der Leinwand in einen ganz bestimmten Winkel zu einem realistischen Loch wird. Und das geht auch ganz einfach. Zeichne dafür zuerst mehrere gerade Linien auf einer leeren Leinwand und im gleichen Abstand nebeneinander, damit wir später ein Muster haben, welches sich optisch im Loch fortsetzen lässt und damit für den 3D-Effekt sorgt. In manchen Zeichenprogrammen wie Photoshop kannst du das exakt machen, indem du den Abstand von den Linien automatisch setzen lässt. Procreate hat eine solche Option nicht. Hier habe ich die Linien einfach immer wieder dupliziert oder kopiert und mit Hilfe der Einrasten-Option im Transformationswerkzeug auf der gleichen Höhe Pi mal Daumen zur Seite geschoben, bis die Leinwand voll war. 100%ige Genauigkeit benötigst du hier nicht. Schau einfach, dass es gleichmäßig aussieht. Wenn du das getan hast, erstelle eine Kreisfläche über den Linien auf einer separaten Ebene. Zum Beispiel, indem du eine Kreisauswahl aufziehst und diese mit weißer Farbe füllst. In diesen Kreis führst du dann das Linienmuster von außerhalb fort. Aber nicht irgendwie, sondern so, dass die Linien an der oberen Kante beginnen, wo sie jeweils außen aufgehört haben, und dann unten zu einem beliebigen gedachten unteren und seitlich liegenden Fluchtpunkt zusammenlaufen. Aus diesem Winkel wirst du später die Zeichnung betrachten müssen, damit die optische Illusion funktioniert. Denn beim Kippen der Leinwand kommt es zu perspektivischen Verkürzungen. Und die Linien laufen zu ein oder mehreren Fluchtpunkten zusammen. Im Prinzip hast du dann auch schon das Wichtigste geschafft. Aber du kannst jetzt noch die Kreisfläche erneut auswählen und zum Beispiel über eine Clipping-Maske einen leichten Schwarz-Weiß-Verlauf hinzufügen, um die Lochoptik zu perfektionieren. Hierfür habe ich mit dem Sprühpinsel einen leicht texturierten Brush verwendet, um das Ganze etwas interessanter und mehr in Papieroptik zu gestalten. Ja, und dann sollte die optische Illusion auch bereits funktionieren. Das heißt, wenn du deine Leinwand oder eine ausgedruckte Variante deiner Zeichnung dann genau in diese Richtung und Höhe kippst, die du mit deinem gezeichneten Fluchtpunkt vorgegeben hattest. Aber Achtung, jetzt nicht hineinfallen. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wenn du hiermit noch Schwierigkeiten hattest oder hast und nicht weißt, wie du dein Zeichenprogramm optimal bedienen sollst, dann setze dich am besten erst einmal auch damit auseinander, bevor du mit diesem Tutorial weitermachst. In meinem Kurs Procreate Masterclass erkläre ich dir zum Beispiel alle Programmgrundlagen zu Procreate, sodass du schnell eigene Werke umsetzen und solchen Tutorials leichter folgen kannst. Okay, und jetzt aber weiter mit dem Tutorial. Bei der zweiten optischen Illusion bauen wir auf der vorherigen auf. Aus dem Loch wird nun ein Buchstabe deiner Wahl in 3D-Optik herausragen. Und auch das ist an sich ziemlich leicht umzusetzen. Generiere zunächst mit dem Textwerkzeug ein Textobjekt und ändere es in einen Buchstaben deiner Wahl. Die Schrift, die du dabei nutzt, sollte eher fett und nicht zu filigran sein. Und am besten über Serifen verfügen, damit du den 3D-Effekt auch gut umsetzen kannst. Drehe den Buchstaben dann seitlich im 90-Grad-Winkel und platziere ihn seitlich erhöht zu dem Loch. Als nächstes erstellst du dann auf einer neuen Ebene den Sockel des Buchstaben
der, weil er aus dem Loch herausragt, dieselbe Perspektive wie jenes Loch besitzen muss. Setze dafür an den Eckpunkten deines Buchstaben an und ziehe Linien bis zum inneren Rand des Loches, die demselben Fluchtpunkt folgen. Orientiere dich dafür einfach an den Linien, die bereits im Loch sind. Die neuen Linien dürfen diese nicht überkreuzen, sondern sollten parallel zu ihnen verlaufen. Und denke auch daran, gegebenenfalls Linien für die hinteren Teile des Buchstaben und nicht nur für die vordere Kante zu ziehen. Damit hättest du dann ein Gitter bzw. ein Gerüst für den Sockel. Färbe anschließend auf einer neuen Ebene den Bereich des Sockels zunächst mit Weiß ein, damit der Sockel auch eine richtige Oberfläche erhält. Danach gilt das Gleiche wie beim Loch zuvor. Die Illusion sollte bereits grob klappen, aber um sie wirklich zu perfektionieren, solltest du den Sockel und den Buchstaben an sich jetzt noch schattieren. Im Loch selbst sollte erneut wieder der dunkelste Teil sein. Aber auch in möglichen Zwischenräumen beim Sockel des Buchstaben und an den äußeren Sockelrändern, da das Licht hier von vorn kommen soll. Zudem kann es Sinn machen, danach weitere Linien im Inneren des Sockels zu ergänzen, um einen detaillierteren Look zu erzeugen. Und was den Buchstaben selbst betrifft, weiße Umrandungen und ein Verlauf können zudem als Highlight und Abgrenzung zu den äußeren Linien dienen. Schließlich kannst du mit einem weichen Pinsel auch noch einen Schlagschatten in die entgegengesetzte Richtung der Lichtquelle einzeichnen und das Blatt optisch abschneiden, indem du einen Teil des Hintergrundes mit Schwarz füllst. So sticht der Buchstabe noch besser heraus, wirkt plastischer und wenn du dann die Leinwand kippst in Richtung des Fluchtpunktes, sollte die optische Illusion bereits sehr gut funktionieren. Ja, welchen Buchstabe hast du genommen? Schreib es mir gerne einmal in die Kommentare. Als letzte optische Illusion für dieses Tutorial erstellen wir ein Schachbrettmuster, welches gekippt zu einem komplexeren Loch bzw. zu einer Tunnelillusion wird. Zeichne dafür als erstes ein quadratisches Gitter auf einer ebenso quadratischen Leinwand. Auch hier musst du nicht 100% exakt vorgehen. Augenmaß genügt hier völlig. Aber wenn du in deinem Zeichenprogramm die Möglichkeit hast, genauer zu arbeiten, dann kannst du diese natürlich gern nutzen. Zum Beispiel würde ich hier nur eine Reihe an Linien zeichnen, diese dann kopieren und um 90 Grad drehen, um das Gitter zu erzeugen. Wenn das Gitter dann steht, entferne von diesem den inneren Teil, sodass ein quadratischer Leerraum entsteht. Und dann kann es mit der eigentlichen Illusion losgehen. Auch hier erweitern wir das Muster wieder von außen perspektivisch nach innen. Starte zunächst mit den Spaltenlinien, indem du an den äußeren Linienenden ansetzt und diese dann wie zuvor zu einem gedachten Fluchtpunkt nach unten und leicht seitlich zusammenlaufen lässt. Anschließend zeichnest du die Zeilen des Gitters vorerst nur für die vordere Seite ein, also nur bis zu der Linie, die am Eckpunkt des Quadrates liegt. Achte darauf, dass du hier perspektivische Verkürzung haben wirst. Die Linien sollten also eher Rechtecke anstatt Quadrate ergeben, die nach unten hin schmaler werden. Und dann fehlt nur noch die andere Seite im Loch. Führe hier die Linien von der Vorderseite einfach gerade fort. Gegebenenfalls musst du dann auch noch die ein oder andere Schnittstelle korrigieren, ansonsten steht dann aber bereits die Basis der Illusion. Jetzt machen wir das Ganze noch etwas hübscher. Fülle dafür zunächst das Muster mit abwechselnd schwarz-weißen Quadraten. In Procreate kannst du dafür die Option Weiter einfärben nutzen, nachdem du schwarze Farbe in eines der Quadrate gedroppt hast.
Dann musst du nämlich nur noch nacheinander abwechselnd auf die Quadrate tippen, um diese zu füllen. Natürlich müssen dafür wirklich alle Linien geschlossen sein. Es kann also sein, dass du da auch noch einmal korrigieren musst, damit es wirklich funktioniert. Wenn du dann außen das Schachbrettmuster gefüllt hast, führe es im Inneren fort. Dann allerdings so, dass zuerst Schwarz an Schwarz angrenzt, damit du wirklich einen 3D-Locheffekt bekommst, bei dem das Muster in das Loch abknickt. Schließlich fehlt erneut nur noch die Schattierung. Wähle dafür das Quadrat des Loches aus und zeichne darin auf einer separaten Ebene einen Schwarz-Weiß-Verlauf mit einem weichen Pinsel. Ja, und dann sollte auch schon die letzte optische Illusion funktionieren. Kippe einfach wieder deine Leinwand in Richtung deines Fluchtpunktes. Und et voilà, das Loch wirkt, wie als könne man tatsächlich hineinfallen. Also Achtung! Okay, das war jetzt dein Einstieg in OpArt. Du hast deine ersten 3 optischen Täuschungen gezeichnet und ich hoffe, das hat dir auch gefallen. Wenn du jetzt noch komplexere Motive als optische Täuschung zeichnen willst, dann schau unbedingt einmal in meinen Online-Kurs Zeichnen lernen mit der S-Methode Teil 1 Strichführung vorbei. Denn darin habe ich jetzt als Update genau dafür eine Lektion erstellt, wie du verschiedene Tiere als optische Illusion erstellen kannst. Und natürlich lernst du im Kurs auch generell das Zeichnen und nicht nur solche Tricks. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Vergiss bitte nicht, es zu liken und auch ein Abo dazulassen, damit du auch zukünftige Tutorials wie dieses und andere Digital Art Videos nicht verpasst. In der anschließenden Playlist findest du auf jeden Fall noch weitere Tutorials. Schau da auf jeden Fall einmal rein. Und ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald!